Sind Sie bereit, Zeuge einer Revolution zu werden, die die Elektrofahrzeugbranche in ihren Grundfesten erschüttern wird? In wenigen Augenblicken werden Sie erfahren, wie eine bahnbrechende Enthüllung von General Motors alles, was Sie über die Preisgestaltung von Elektrofahrzeugen zu wissen glaubten, in Frage stellt. Dies ist nicht nur ein Gerücht, sondern eine bahnbrechende Realität. Vergessen Sie die Vorstellung, dass Elektroautos nur etwas für Technikfreaks sind oder einen himmelhohen Preis haben. Diese Innovation macht Elektroautos zugänglicher als je zuvor und bringt elegantes Design und Spitzenleistung in die Reichweite des Durchschnittsfahrers. Wie hat GM das geschafft? Ist die Herrschaft von Tesla in Gefahr? Und vor allem, was bedeutet das für Sie? Bleiben Sie dran. Denn am Ende werden Sie einen Sitz in der ersten Reihe haben, wenn es um die nächste Verkehrsrevolution geht. Eine, die Ihnen Tausende von Dollar in die Tasche spülen könnte. Aber wie gut ist die Leistung? Ein Elektrofahrzeug für $12.000 klingt unmöglich, oder? Aber das ist nicht nur ein Hype. Sehen wir uns an, was dieses bahnbrechende Elektroauto tatsächlich leisten kann. Sobald die Leute von einem ultra erschwinglichen Elektroauto hören, ist die Skepsis groß. Wo ist der Haken? Überraschenderweise untermauert General Motors seine kühnen Behauptungen mit Zahlen, die die Branche aufrütteln könnten. Das Herzstück dieses Durchbruchs ist die hochmoderne Batterietechnologie von GM. Das Fahrzeug wird mit einer 85 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie betrieben, die auf der flexiblen Ultium-Plattform aufgebaut ist. Dieses modulare Design optimiert die Effizienz und hält gleichzeitig die Kosten niedrig. Mit einer einzigen Ladung schafft das Fahrzeug atemberaubende 319 Meilen. Ein Beweis dafür, dass es nicht nur ein Pendlerfahrzeug für die Stadt ist, sondern ein echter Kandidat für die Straße. Für diejenigen, die mehr Leistung wünschen, bietet die Allradversion einen zweiten Elektromotor, der die Gesamtleistung auf 300 PS erhöht. Der Preis dafür? Eine etwas geringere Reichweite von 285 Meilen, aber eine bessere Traktion und Beschleunigung. Schon das Basismodell mit Frontantrieb hat 220 PS und bietet ein sofortiges Drehmoment und ein sanftes, reaktionsschnelles Fahrverhalten. Wie schneidet es im Vergleich zur Konkurrenz ab? Nehmen Sie das Model Y von Tesla, den Marktführer in diesem Segment, der eine Reichweite von bis zu 338 Meilen bietet. Der Haken, es kostet fast 3-mal so viel. Das GM-Elektroauto ist zwar kein Leistungsmonster, es schafft die 100 km/h-Marke in 7,8 Sekunden im Vergleich zu den 4,2 Sekunden von Tesla. Aber es bietet mehr als genug Geschwindigkeit für den Alltag. Und mit einem Bremsweg von 121 Fuß aus 60 mph kann er mit der Premium-Konkurrenz mithalten. An dieser Stelle wird es noch interessanter. GM hat in der Vergangenheit immer wieder zu wenig versprochen und zu viel geliefert, wenn es um Reichweitenangaben ging. In früheren Tests haben die Elektroautos von GM die offiziellen EPA-Werte durchweg übertroffen. Was bedeutet, dass die tatsächliche Reichweite dieses Fahrzeugs sogar besser sein könnte als angegeben. Aber Leistung ist nur die halbe Miete. Bleiben Sie dran. Denn dieses Elektroauto wird alles in Frage stellen, was Sie bisher über erschwingliche Elektroautos wussten. Das Innere des 12.000 EV. Ein billiges Auto oder ein intelligentes Design? Das ist die erste Frage, die einem in den Sinn kommt, wenn man von einem vollelektrischen Fahrzeug hört, dessen Preis unter dem der meisten gebrauchten Limousinen auf dem Markt liegt. General Motors hat die Branche mit der Vorstellung eines Elektrofahrzeugs schockiert, das die Norm in Frage stellt. Aber die eigentliche Frage ist, was man im Inneren dieser preisgünstigen Maschine vorfindet. Handelt es sich um eine abgespeckte Hülle eines Automobils? Oder hat General Motors eine Meisterleistung in kosteneffizienter Technik vollbracht? Schauen wir uns das Ganze einmal genauer an. Angefangen bei den Materialien. Hier zeigen sich die ersten Anzeichen von Sparmaßnahmen. Es gibt kein hochwertiges Leder und keine Soft-Touch-Oberflächen, die jeden Zentimeter des Innenraums bedecken. Stattdessen hat sich General Motors für ein praktisches, strapazierfähiges Design entschieden, bei dem die Funktion Vorrang vor dem Aussehen hat. Das Armaturenbrett besteht hauptsächlich aus hochwertigen Kunststoffen, wie man sie auch in anderen preisgünstigen Fahrzeugen findet. Aber General Motors hat diese Oberflächen geschickt strukturiert, um den typischen Billiglook zu vermeiden. Die Sitze sind im Basismodell mit Stoff gepolstert. Sie sind jedoch eher auf Komfort und Haltbarkeit als auf Luxus ausgelegt. Wenn Sie Kunstleder oder zusätzliche Polsterung wünschen, müssen Sie aufrüsten. Aber das ist bei diesem Preisniveau zu erwarten. Was jedoch überrascht, ist die Technologie im Inneren.
Obwohl es sich um ein budgetfreundliches Fahrzeug handelt, hat General Motors das digitale Erlebnis nicht völlig aus den Augen verloren. Tatsächlich ist dieses Elektrofahrzeug mit einem riesigen Touchscreen ausgestattet, der größer ist als in manchen Premium-Modellen. General Motors hat die Software von Google vollständig in das System integriert. Das bedeutet, dass Sie direkt vom Infotainment-Bildschirm aus Zugriff auf Google Maps, Google Assistant und eine Reihe von Drittanbieter-Anwendungen haben. Die Schnittstelle ist glatt, intuitiv und überraschend funktionsreich. Aber hier hat General Motors eine kontroverse Entscheidung getroffen. Es gibt weder Apple CarPlay noch Android Auto. Das heißt, Sie können Ihr Smartphone nicht einfach anschließen und Ihre Apps auf dem Display spiegeln. Stattdessen möchte General Motors, dass Sie sich auf die eingebaute Google-Software verlassen, was für diejenigen, die ihrem Apple- oder Android-Ökosystem treu sind, ein Hindernis darstellen könnte. Ob dies eine Kostensenkungsmaßnahme oder ein strategischer Schritt in Richtung Software-Monetarisierung war, bleibt abzuwarten. Doch es gibt einen unerwarteten Vorteil dieses Innenraums. General Motors hat einen modularen Ansatz für das Design gewählt, was bedeutet, dass bestimmte Komponenten in zukünftigen Modellen leicht ausgetauscht oder aufgerüstet werden können. Dies könnte verbesserte Bildschirme, bessere Materialien oder sogar zusätzliche technische Funktionen ermöglichen, ohne dass der gesamte Innenraum neu gestaltet werden muss. Das ist ein kluger Schachzug, der die Attraktivität des Fahrzeugs über die Jahre hinweg erhöhen könnte, insbesondere wenn General Motors nachrüstbare Upgrades einführt. Vergleichen wir dies nun mit dem Tesla Model Y, einem der meistverkauften Elektrofahrzeuge auf dem Markt. Tesla ist bekannt für sein minimalistisches Interieur mit einem eleganten, aber fast kahlen Design. Das Tesla Model Y bietet eine klare Ästhetik, die jedoch auf Kosten der physischen Tasten und traditionellen Bedienelemente geht. General Motors hat sich für einen anderen Weg entschieden und mischt digitale Schnittstellen mit physischen Tasten für häufig verwendete Funktionen. Während Tesla ein eher futuristisches Erlebnis bieten mag, wird die Entscheidung von General Motors, einige taktile Bedienelemente beizubehalten, wahrscheinlich diejenigen ansprechen, die ein eher traditionelles Fahrerlebnis bevorzugen. Er ist also erschwinglich, anständig ausgestattet und funktionell. Aber sieht er auch gut aus? Das revolutionäre Äußere oder nur ein weiteres Billigauto? Es heißt, man solle ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Aber seien wir ehrlich, das tun wir alle. Wenn es um Fahrzeuge geht, ist Ästhetik wichtig. Ein gut gestaltetes Äußeres kann selbst das preisbewussteste Auto hochwertig erscheinen lassen, während ein schlecht ausgeführtes Äußeres selbst ein technologisch fortschrittliches Fahrzeug veraltet aussehen lassen kann. Wo landet dieses $12.000 Elektrofahrzeug? General Motors hat sich von Anfang an viel Mühe gegeben, um dieses Auto modern aussehen zu lassen, ohne dabei den Geldbeutel zu sprengen. Die Designsprache lehnt sich an die teureren Elektrofahrzeuge von General Motors an und verleiht ihm ein schlankes und modernes Profil. Die aerodynamische Form dient nicht nur der Optik, sondern ist ein entscheidender Faktor, um den Wirkungsgrad hochzuhalten und sicherzustellen, dass das Fahrzeug seine maximale Reichweite ohne übermäßige Batterieentladung erreichen kann. Von der Größe her liegt dieses Elektrofahrzeug irgendwo zwischen einem kompakten Crossover und einer ausgewachsenen Limousine. Im Vergleich zum Tesla Model Y ist er etwas kleiner, aber immer noch geräumig genug, um eine kleine Familie bequem zu beherbergen. Von der Grundfläche her ist er mit dem Kia EV6 und dem Hyundai Ioniq 5 vergleichbar. Aber General Motors hat einige Entscheidungen getroffen, die ihn von der Konkurrenz abheben. Einer der wichtigsten Bereiche, in denen General Motors Kompromisse eingegangen ist, um die Kosten niedrig zu halten, sind die Außenmaterialien. Im Gegensatz zu teureren Elektrofahrzeugen, die eine Mischung aus Aluminium und leichten Verbundwerkstoffen verwenden, setzt dieses Fahrzeug stark auf hochfesten Stahl, um die strukturelle Integrität zu erhalten und gleichzeitig die Produktionskosten niedrig zu halten. Das bringt zwar etwas mehr Gewicht mit sich, aber für die meisten Fahrer ist der Unterschied vernachlässigbar. Der Vorteil: längere Haltbarkeit und geringere Reparaturkosten bei kleineren Unfällen. Ein weiterer entscheidender Faktor für das Außendesign ist die Aerodynamik. Bei Autobahngeschwindigkeiten spielt der Luftwiderstand eine wichtige Rolle für die Effizienz eines Elektrofahrzeugs. General Motors hat die Erfahrungen aus seinen höherwertigen Elektromodellen in dieses Design einfließen lassen. Die glatten Karosserielinien, der geschlossene Kühlergrill und die sorgfältig platzierten Lufteinlässe tragen dazu bei, den Luftwiderstand zu verringern und die Effizienz zu verbessern,
ohne dass ein teures Batterie-Upgrade erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein Design, das sowohl funktional als auch visuell ansprechend ist. Ein hervorstechendes Merkmal, das Erwähnung verdient, ist das Design der Scheinwerfer. General Motors hat diesem Fahrzeug eine markante Lichtsignatur verliehen, die es weitaus hochwertiger erscheinen lässt, als es sein Preis vermuten lässt. Die scharfen, kantigen LED-Scheinwerfer und ein durchgehender Lichtbalken, der sich über die Front erstreckt, verleihen ihm einen futuristischen Charakter, der sich an Modellen orientiert, die 3- oder 4-mal so viel kosten. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Automobilhersteller einen Premium-Look schaffen können, ohne die Produktionskosten erheblich zu erhöhen. Sieht dieses Fahrzeug also tatsächlich billig aus? Überhaupt nicht. General Motors hat strategisch überlegt, wo es die Kosten senkt. Durch den Einsatz gut platzierter Designelemente und die Konzentration auf Effizienz ist es gelungen, ein Elektrofahrzeug zu schaffen, das teurer aussieht, als es tatsächlich ist. Die Konkurrenz sollte das zur Kenntnis nehmen. Denn dieser Ansatz könnte die Wahrnehmung von preisgünstigen Elektrofahrzeugen verändern. Aber hier geht es nicht nur um Äußerlichkeiten. Dieses Elektrofahrzeug basiert auf der bisher fortschrittlichsten Plattform von General Motors. Und genau hier wird es wirklich interessant. Die Ultium-Plattform von GM, der Schlüssel zur Überwindung von Tesla. Jahrzehntelang waren Batterien für Elektrofahrzeuge sperrig, teuer und schwer zu skalieren. Aber General Motors hat etwas vorgestellt, das die Situation für immer verändern könnte. Die Ultium-Batterieplattform. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien für Elektrofahrzeuge, die als feste Einheiten in ein Fahrzeug eingebaut werden, verwendet Ultium ein modulares Design, das Skalierbarkeit, Flexibilität und geringere Produktionskosten ermöglicht. Im Kern beruht Ultium auf einem einfachen, aber revolutionären Konzept. Ein modulares Batteriesystem. Anstatt für jedes Fahrzeug eigene Batteriepakete zu fertigen, hat General Motors Ultium so konzipiert, dass mehrere Modelle dieselbe Batteriearchitektur nutzen können. Ob es sich um einen kompakten Crossover oder einen luxuriösen Geländewagen handelt. Dieselben Batteriemodule können in verschiedenen Konfigurationen angeordnet werden, um den Anforderungen des Fahrzeugs gerecht zu werden. Dies rationalisiert die Produktion, senkt die Kosten und erleichtert General Motors die Einführung neuer Modelle, ohne für jedes einzelne ein völlig neues Batteriesystem entwickeln zu müssen. Neben den Kosteneinsparungen verschafft die Ultium-Plattform General Motors einen erheblichen Vorteil in Bezug auf Reichweite und Effizienz der Fahrzeuge. Dank der beutelartigen Batteriezellen bieten Ultium-Packs eine höhere Energiedichte als herkömmliche zylindrische Zellen und ermöglichen so größere Reichweiten bei gleichbleibender Batteriegröße. Aus diesem Grund können Fahrzeuge wie der Chevrolet Equinox und der Cadillac Lyriq wettbewerbsfähige Reichweiten zu niedrigeren Kosten als viele Wettbewerber erzielen. Die langjährige Dominanz von Tesla in der Batterietechnologie bekommt endlich echte Konkurrenz. Im Gegensatz zu Tesla, dessen Batteriearchitektur auf eine starre Struktur festgelegt ist, hat General Motors Ultium zukunftssicher konzipiert. Das bedeutet, dass bei zukünftigen Verbesserungen der Batterietechnologie einzelne Module aufgerüstet werden können, anstatt ein ganzes Paket auszutauschen. Besitzer von Elektrofahrzeugen von General Motors könnten im Vergleich zum geschlossenen System von Tesla von einer längeren Batterielebensdauer, geringeren Austauschkosten und einer nachhaltigeren Langzeitnutzung profitieren. Noch wichtiger ist, dass die Ultium-Plattform nicht auf 1 oder 2 Modelle beschränkt ist. Es wird bereits in mehreren Fahrzeugen eingesetzt, darunter der Chevrolet Blazer und der kommende Silverado. Das bedeutet, dass General Motors nicht nur ein einziges bahnbrechendes Elektrofahrzeug auf den Markt bringt. Das Unternehmen bringt eine ganze Reihe von Fahrzeugen auf den Markt, die auf dieser kosteneffizienten, skalierbaren Technologie basieren. Aber was macht diese Plattform noch bedeutender? Sie ist der Grund, warum General Motors ein Elektrofahrzeug zu einem noch nie dagewesenen Preis produzieren kann. Das günstigste Elektrofahrzeug der Geschichte wird alles verändern. Der Preis von $12.000. Das ist weniger als ein gebrauchter Honda Civic. Wie macht General Motors das möglich? Als die ersten Elektrofahrzeuge auf den Markt kamen, galten sie als Luxusartikel, der denjenigen vorbehalten war, die bereit waren, einen Aufpreis zu zahlen. Jetzt dreht General Motors das Drehbuch um. Dieser neue Preispunkt ist nicht nur eine Aussage. Das ist ein Warnschuss für jeden anderen Autohersteller. Um zu verstehen, wie General Motors dies bewerkstelligt, müssen wir die Kosten aufschlüsseln. Traditionell ist die Batterie die teuerste Komponente eines Elektrofahrzeugs.
Aber General Motors nutzt seine revolutionäre Ultium-Batterieplattform, um die Produktion wie nie zuvor zu steigern. Durch die Standardisierung von Batteriemodulen für mehrere Modelle, vom Kleinwagen bis zum großen Geländewagen, hat General Motors die Produktionskosten drastisch gesenkt. Dieser modulare Ansatz bedeutet, dass General Motors nicht für jedes Fahrzeug ein völlig neues Batteriesystem entwickeln muss. Stattdessen passen sie die Anzahl der Module an, was die Produktion wesentlich effizienter und kostengünstiger macht. Und dann ist da noch der Fertigungsprozess selbst. General Motors hat Milliarden in die Rationalisierung seiner Fabriken investiert und sich dabei auf die Automatisierung und die eigene Komponentenfertigung konzentriert. Dieses Maß an Kontrolle reduziert die Abhängigkeit von externen Zulieferern und senkt die Kosten bei gleichbleibender Qualität. Das Ergebnis? Ein gut gebautes Elektrofahrzeug zu einem unerhört niedrigen Preis. Aber das wahre Geheimnis hinter diesen schockierend niedrigen Kosten ist nicht nur die Technik von General Motors. Es ist ein staatlicher Anreiz. In den Vereinigten Staaten können Steuergutschriften auf Bundesebene den Aufkleberpreis um Tausende verringern. Mit der derzeitigen Steuervergünstigung von $7.500 könnte der Preis von $12.000 in bestimmten Bundesstaaten, die zusätzliche Rabatte anbieten, noch weiter sinken. Das bedeutet, dass manche Käufer am Ende sogar noch weniger bezahlen müssen. General Motors konkurriert nicht nur über den Preis. Das Unternehmen richtet sich strategisch auf die Politik der Regierung aus, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Und dann gibt es noch den Leasingmarkt mit Anreizen, die direkt auf das Leasing angewendet werden, können die monatlichen Zahlungen erstaunlich niedrig sein. Das Leasing eines Elektrofahrzeugs für nur $300 pro Monat wird immer mehr zur Realität und macht den Besitz eines Elektrofahrzeugs zugänglicher als je zuvor. Anders als beim Kauf entfallen beim Leasing die Bedenken hinsichtlich des Wertverlusts und der Langlebigkeit der Batterie, zwei der größten Vorbehalte. Die Verbraucher haben, wenn sie ein Elektrofahrzeug in Erwägung ziehen. Selbst nach Anreizen kann Tesla auf diesem Niveau nicht konkurrieren. Der Preis für das Tesla Model Y liegt weiterhin deutlich höher. Er bietet zwar eine bessere Leistung, ist aber nicht so erschwinglich. General Motors stellt nicht nur ein preisgünstiges Elektrofahrzeug vor. Es ist dabei, die Branche neu zu gestalten. Doch bevor Sie sich zu sehr freuen, sollten Sie sich über einige Nachteile im Klaren sein. Was GM Ihnen nicht sagt. Ein so billiges Auto kann nicht perfekt sein. Und das ist es auch nicht. Auf den ersten Blick scheint dieses Elektrofahrzeug ein Schnäppchen zu sein, das die Branche verändert. Ein voll elektrisches Fahrzeug zum Preis einer gebrauchten Limousine? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und das liegt daran, dass es in gewisser Weise auch so ist. Es gibt Kompromisse, die jeder Käufer in Betracht ziehen muss, bevor er sich von der Begeisterung mitreißen lässt. Die erste und offensichtlichste Einschränkung ist der Mangel an Funktionen im Basismodell. Auch wenn das Fahrzeug ein attraktives Preisschild trägt, ist die günstigste Version mit spürbaren Kompromissen verbunden. Beheizte Sitze? Das kostet extra. 2-Zonen-Klimaautomatik? Nicht enthalten. Selbst grundlegende Annehmlichkeiten, die in den meisten Fahrzeugen zum Standard gehören. Wheezy. B. Ein elektrisch verstellbarer Fahrersitz und ein kabelloses Ladepad sind mit zusätzlichen Kosten verbunden. Es gibt zwar eine lange Liste von Optionen, aber wenn man diese hinzufügt, steigt der Preis schnell an, sodass dieses Fahrzeug in eine höhere Kategorie aufsteigt. Dann ist da noch die Frage der Ladegeschwindigkeit. Dieses Elektrofahrzeug bietet nicht die blitzschnellen Lademöglichkeiten, die man bei den Premium-Konkurrenten findet. Während einige Elektrofahrzeuge einen erheblichen Teil ihrer Batteriekapazität in nur wenigen Minuten wieder aufladen können, dauert es bei diesem Fahrzeug wesentlich länger. Für diejenigen, die über Nacht zu Hause laden, mag das kein Problem sein. Aber für alle, die auf öffentliche Ladestationen angewiesen sind, könnte das längere Warten auf das Aufladen der Batterie zu einer frustrierenden Realität werden. Und dann ist da noch die Zuverlässigkeit der Software. General Motors hat mit seiner neuesten Generation von Elektrofahrzeugen einen schweren Start hingelegt. Das größere Modell der Baureihe, das auf der gleichen Plattform basiert, wurde kurz nach der Markteinführung wegen weit verbreiteter Softwareprobleme zurückgerufen. Die Käufer hatten Probleme mit dem Einfrieren des Bildschirms, Systemabstürzen und sogar Stromausfällen während der Fahrt. Der Hersteller behauptet, dass diese Probleme behoben wurden. Aber für die ersten Käufer dieses neuen Fahrzeugs sind die Würfel möglicherweise noch nicht gefallen. Neben der Software gibt es noch eine größere Unbekannte, die langfristige Zuverlässigkeit.
Wird dieses Elektrofahrzeug im Laufe der Zeit halten? Oder müssen die Käufer mit kostspieligen Reparaturen rechnen? Noch wichtiger ist die Frage, wie hoch der Wiederverkaufswert sein wird. Der Markt für Elektrofahrzeuge ist immer noch unvorhersehbar. Und Fahrzeuge aus neuen Plattformen verlieren oft schnell an Wert. Wer heute ein Auto kauft, könnte in wenigen Jahren deutlich weniger wert sein als erwartet. Doch trotz dieser Nachteile gibt es einen wichtigen Grund, warum dieses Elektroauto seine Konkurrenten völlig vernichten könnte. Der Tesla Model Y-Vergleich. Ist dies der wahre Tesla-Killer? Seit Jahren fragen sich die Menschen, wer Tesla besiegen kann. Nun, dies könnte es sein. General Motors hat gerade ein schockierend günstiges Elektrofahrzeug vorgestellt, das nur einen Bruchteil dessen kostet, was Tesla anbietet. Aber ist es deshalb ein echter Tesla-Killer? Oder steckt mehr dahinter? Schauen wir uns die Sache genauer an. Das Tesla Model Y ist eines der meistverkauften Elektrofahrzeuge weltweit und bekannt für seine Spitzentechnologie, seine hohe Leistung und sein umfangreiches Ladenetz. Aber es hat auch einen hohen Preis. Die Alternative von General Motors ist fast 3-mal billiger und damit das günstigste Elektrofahrzeug auf dem Markt. Aber reicht der Preis allein aus, um es zur besseren Option zu machen? Die Leistung ist ein weiterer wichtiger Faktor. Das Tesla Model Y beschleunigt in weniger als 5 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde und ist damit deutlich schneller als das neueste Modell von General Motors. Das neue Elektrofahrzeug von General Motors ist zwar nicht ganz so schnell, bietet aber dennoch eine solide Beschleunigung und mehr als genug Leistung für den täglichen Gebrauch. Dies wirft eine entscheidende Frage auf. Sollten die Verbraucher der hohen Geschwindigkeit den Vorzug geben oder ist die Erschwinglichkeit ein entscheidenderer Faktor? Und dann ist da noch die Ladeinfrastruktur. Tesla ist in dieser Kategorie nach wie vor führend und verfügt über ein umfangreiches Netz von Hochgeschwindigkeits-Ladestationen weltweit. General Motors hingegen ist auf Ladestationen von Drittanbietern angewiesen, die weniger weit verbreitet und nicht so schnell sind. Während dies für Langstreckenfahrten ein großer Rückschlag sein könnte, bedeutet die Erschwinglichkeit des Fahrzeugs von General Motors, dass die Verbraucher in eine Ladestation zu Hause investieren können, was den täglichen Pendlerverkehr einfach und bequem macht. Damit sind wir bei der großen Frage angelangt. Würden Sie lieber ein Tesla Model Y oder 3 der preisgünstigen Elektrofahrzeuge von General Motors besitzen? Für viele Käufer ist die Antwort eine Frage der Prioritäten. Einige mögen Teslas erstklassige Technologie und überragende Reichweite bevorzugen, während andere das Modell von General Motors als zu erschwinglich ansehen, um es sich entgehen zu lassen. Aber Tesla ist nicht der einzige Konkurrent auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Sehen wir uns an, wie das neue Fahrzeug von General Motors im Vergleich zu anderen erschwinglichen Optionen abschneidet. Was ist das im Vergleich zum Ford Mach-E? Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob Ford ein Elektrofahrzeug auf den Markt bringen kann, das es mit Tesla und General Motors aufnehmen kann. Mit dem Ford Mustang Mach-E scheint das Unternehmen genau das zu versuchen. Dennoch bleibt die Frage, ob er wirklich mit dem extrem erschwinglichen Elektrofahrzeug von GM mithalten kann. Lassen Sie uns den Vergleich auf ähnliche Weise anstellen wie bei Tesla. Zunächst einmal müssen wir die enorme Kluft bei den Preisen ansprechen. Der Ford Mustang Mach-E kostet deutlich mehr als das preisgünstige Elektroauto von General Motors. Obwohl Ford im Laufe der Zeit immer günstigere Ausstattungsvarianten auf den Markt gebracht hat, kann keine von ihnen mit der schockierend niedrigen Zahl von GM mithalten. Für Käufer, die den Sprung in die Elektromobilität wagen wollen, ohne ihr Portemonnaie zu strapazieren, ist dies ein wichtiger Punkt zugunsten von GM. Wenn es um Geschwindigkeit geht, macht der Ford Mustang Mach-E mit seiner starken Beschleunigung, seinem legendären Namen alle Ehre. Einige Varianten bieten Allradantrieb und PS-Zahlen, die in die Nähe von Sportwagen kommen. Aber rechtfertigt das den großen Preissprung? Das neue Elektrofahrzeug von GM mag auf der Rennstrecke nicht so glänzen wie der Mach-E GT Edition. Aber für die meisten Alltagsfahrer sind seine Beschleunigung und Reichweite vollkommen ausreichend. Und das zu einem Bruchteil der Kosten. Ford hat seine Ladesituation verbessert, indem es Partnerschaften mit mehreren Ladenetzwerken eingegangen ist und wird in Zukunft auch Zugang zu einigen Tesla-Superchargern erhalten. Der Ansatz von GM, der stark auf Kosteneffizienz setzt, könnte jedoch bedeuten, dass die Besitzer auf eine Kombination aus Drittanbieternetzen und dem Laden zu Hause angewiesen sind. Ford hat hier zwar einen leichten Vorteil durch umfassendere Vereinbarungen, aber keine der beiden Marken kann mit dem weltweiten Netz von Tesla mithalten. Noch nicht.
Dennoch gibt der günstige Preis von GM den Besitzern mehr Spielraum, um in schnellere Ladelösungen für zu Hause zu investieren, was einige der infrastrukturellen Defizite ausgleicht. Für welche Marke sollten Sie sich also entscheiden? Diese Frage unterstreicht die Bedeutung des Budgets. Wenn Leistung, Styling und ein hochwertigeres Erscheinungsbild ein Muss sind, der Mach-E ist verlockend. Aber wenn es darum geht, ein Elektroauto zu möglichst niedrigen Kosten zu fahren, ist das Angebot von GM massiv im Vorteil. Doch Ford ist nicht der einzige traditionelle Autohersteller, der um sein Stück vom Elektroautokuchen kämpft. Drüben in Europa betritt ein beachtlicher Konkurrent die Bühne. Volkswagen ID, der europäische EV-Herausforderer. Der Volkswagen ID 4 hat einen Preis, der weit über dem schockierend günstigen Angebot von GM liegt und ihn in eine ganz andere Kategorie einordnet. Er konkurriert zwar mit den gängigen Elektro-Crossovern, kommt aber selbst mit Anreizen nicht in die Nähe von GMs Preisklasse unter $1.000. Und für viele alltägliche Käufer macht allein dieser Preisunterschied die GM-Option zur offensichtlichen Wahl. Volkswagen legt den Schwerpunkt auf eine ausgewogene Fahrdynamik, eine sanfte Beschleunigung und eine respektable Reichweite und bietet eine angenehme Fahrt, ohne Leistungsrekorde anzustreben. Andererseits war das preisgünstige Elektroauto von GM auch nie dazu gedacht, ein Geschwindigkeitsdämon zu sein. Beide Fahrzeuge sind fest im Segment der praktischen Alltagsfahrzeuge angesiedelt. Bei der Innenausstattung und dem Markenprestige hat Volkswagen die Nase vorn. Der ID 4 bietet einen ausgefeilteren Innenraum und ein Erbe hervorragender technischer Leistungen. In der Zwischenzeit dominiert GM das Thema Erschwinglichkeit und macht Elektromobilität zugänglicher als je zuvor. Volkswagen macht Fortschritte bei der Ladeinfrastruktur, insbesondere durch sein Electrify America-Netzwerk in den US und weitere Investitionen in Europa. Dennoch bleibt es hinter der flächendeckenden Abdeckung von Tesla zurück, und die Käufer von GM-Elektroautos mit kleinem Budget werden sich auf die gleichen Netzwerke von Drittanbietern verlassen. Letztendlich hat keiner der beiden Autohersteller einen entscheidenden Vorteil beim Ladekomfort. Aber die unschlagbare Preisgestaltung von GM verschiebt die gesamte Diskussion. Würden Sie lieber einen Volkswagen ID 4 oder 2, vielleicht sogar 3, der äußerst erschwinglichen Elektroautos von GM besitzen? Für preisbewusste Familien ist diese Überlegung schwer zu ignorieren. Volkswagen bietet ein erstklassiges Fahrgefühl, einen guten Ruf und eine starke Garantieabdeckung. Aber die Tiefstpreise von GM sind ein unübersehbarer Umbruch auf dem Markt. Handelt es sich also um eine einmalige Anomalie oder gestaltet GM die EV-Landschaft endgültig um? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dort.